So, servus wieder mal. Wir werden heute darüber reden. Wird AMC und Jimmy nächste Woche squeezen? Was macht Beyond in der Zwischenzeit? Wird FFA jetzt noch weiter sideways gehen oder sehen wir endlich einen Move rauf und runter? Was war diese letzte Candle am Bett von Beyond letzte Woche? Und wie schaut's mit Zauber aus? Wenn es euch interessiert, bleibt's dran. Wie immer, ich benutze diese Methode hier. Das Erklärvideo kommt dann ans Ende des Videos oder ihr sucht einfach nach der Playlist Fractal Method. Dort erkläre ich es Step by Step. Okay, na dann fangen wir heute gleich an mit Beyond. So, heute ein klein wenig ausführlicher. Einfach mal zur Auffrischung. Für Beyond schaut es so aus. Unser Peak war 2019. Wir sehen teilweise das B, aber im Großen und Ganzen sehen wir nicht, wie der normale Macro-Move A und B ausschaut. Und das Einzige, was wir in Sachen Synchronisation zu anderen Memes sagen können, im Jänner 2021, wenn AMC und GME gerade ihren Squeeze hatten, hat Beyond seinen Lower Peak gemacht. Wenn wir das jetzt wiederholen und AMC und GME doch Jänner, Februar rennen, gehe ich nicht davon aus, dass Beyond schon sein nächstes Ziel erreichen wird. Ja. Mein nächstes Ziel ist noch immer A, was in der Nähe von 30 bis 15 liegt. Aber, um das zu sagen, also, hier ist unser C, unser Lower High. Wir fallen runter zu unserem Midpoint. Das ist auch unsere B-Linie. Das bedeutet, der nächste B-Move, den wir erwarten, sollte halt entweder ein bisschen drüber, auf oder drunter sein. Dann fallen wir wieder runter, kommen wieder hoch. Das ist unser T. Dasselbe gilt für unseren nächsten A-Move, den wir ja jetzt eigentlich dann erwarten. Der sollte irgendwo zwischen 25 und 15 liegen. Und nach unserem T, dem Last Time to Sell, sind wir runter zu unserem V gefallen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. So, also, hier am 16. Oktober war unser Allzeitlow, unser V. Sollten wir wieder hinunterbrechen und wir machen ein neues Allzeitlow, dann ist für mich diese Aktie gestorben. Ja, ich habe nur derzeit keine bärische Alternative, dass das passiert. Wir haben nur eine bullische und eine, sagen wir, etwas bärische Variante, die länger dauert. Fangen wir mit der bullischen an. Bullische Methode bedeutet, das hier war unser V. Und am 21. November war dieses High Low fertig mit einem perfekten V&A. Und was wir seitdem machen, ist einfach nur ein kleines Makro-High Low, welches im besten Fall am 31. Dezember auch mit einem V beendet wurde. Seitdem sind wir ausgebrochen und haben schon unser A gemacht, unser kleines. Das haben wir auch mit einem perfekten Breakout-Retest und einer 0.618 FIB beendet und sind letzte Woche Mittwoch auch wieder ausgebrochen. So, also die bullischste Variante bedeutet, ab Dienstag geht es nach oben. Die einzige Möglichkeit, die ich vielleicht in dem Fall noch sehen würde, ist, nein, das wäre auch schon 0.5. Aber die einzige Möglichkeit sehe ich, wenn das hier
einfach noch ein Micro Higher Low zu diesem A wäre, okay, dann könnten wir noch hier runterfallen, einfach nur um ein V under A für das hier zu machen. Ja, also wir reden hier von 94 Cent. Wir sind jetzt bei 98 Cent, also 4 Cent runter und das war's. Und dann geht's nach oben. Man könnte jetzt vielleicht noch sagen, dass das ganze Ding ein Micro Higher Low ist. Das wäre halt das zweite zu dem hier. Ich muss allerdings sagen, ich sehe es einfach nicht. Aber zwecks Alternative würde das bedeuten, wir fallen runter auf 86 Cent. Ja, das würde bedeuten das hier und dann bouncen wir. Würde für mich derzeit jetzt keinen Sinn machen, aber okay. Die bärische Alternative zu dem Ganzen ist, dass dieses Higher Low noch nicht beendet ist, weil wenn man auf Regular Hours schaut, dann haben wir hier noch immer eine Gap offen zwischen 88 Cent und 66 Cent. Wenn dieses ganze Higher Low nicht fertig ist, bedeutet das, dass das hier kein Micro Higher Low ist, sondern einfach nur unser T von dem Ganzen. Und das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall einen Cent unter 79 Cent. Und wenn wir das machen, werden wir meiner Meinung nach auch gäpfeln. Und dann geht es nach oben. Ist die einzige bärische Alternative, die ich habe. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich bullish. Im Kurzen zu den Levels. Alles über 1,10 bullish. Alles über 1,25. Ihr könnt jede bärische Alternative meiner Meinung nach vergessen. Sollten wir unter 89 Cent fallen, unter 90 Cent fallen, ja, dann haben wir noch immer die Möglichkeit, dass wir dieses V an der A bei 86 Cent machen. Ne? Sollten wir allerdings bei 86 Cent nicht bouncen, ja, und wir kommen zurück auf 82 Cent, meiner Meinung nach werden wir dann gäpfeln zu 66 Cent. Ja. Schauen wir mal, wie es ausschaut nächste Woche. Aber man sieht das auch so wunderschön. Es gibt halt noch eine interessante Sache, die ich vergessen habe zu sagen. Unser bullisches V vom Higher Low war am 21. November. Danach das Higher Low wurde beendet am 31. Dezember. Und ihr könnt auch mal selber schauen, wenn ihr wollt. Bei mehreren anderen Meme-Aktien haben irrsinnig viele ihr wahrscheinliches V am 21. November gemacht und danach das Higher Low am 31. Dezember. Irrsinnig viele sind in komplett der gleichen Position. Wenn ich das bei 2 Aktien sehe, ist es Zufall. Bei 3 auch noch. Bei 10 weiß ich es nicht. Ich werde das vielleicht noch bei 2 anderen zeigen. Es ist aber schon ein sehr arger Zufall. Aber schauen wir mal. Nächstes FFI. So, für FFI hier auch. Die IPO hat zwar schon im September 2020 angefangen. Man könnte jetzt vielleicht sogar sagen, wenn man hier hineinzoomt, ja, im besten Fall wären wir irgendwo hier. Aber das ist so Micro-Tracking mit so geringem Volumen. Nee. Das ist so hin und her gerate. Das schaut so aus. Was wir wissen, unser C war am 1. Februar 2021. Somit vielleicht piekt FFAI mit AMC und GME. Danach wie immer unser Lower Peak, unser Midpoint. Der Midpoint wieder mal
würde eigentlich unsere B-Linie, also unser nächstes B anzeigen. Das wäre bei 5.000 $. Ich sage euch wie immer gleich, ich gehe nicht davon aus, dass ihr auch nur eine Aktie bei 5.000 $ sehen werdet. Nicht mit, ohne einen Split. Dann sind wir runtergefallen, wieder raufgekommen. Das war unser T, was auch wieder unser nächstes A darstellen würde, was bei 153 liegt. Dazu sei gesagt, ich könnte davon ausgehen, dass wir dieses Level sehen. Allerdings, meiner Meinung nach, ist diese Linie hier unsere Resistance-Linie. Weil was auch immer wir machen, meiner Meinung nach gehen wir ohne Split hier nicht drüber. Ja, und dann fallen wir zu unserem V. Und genau das schauen wir uns auch an. So, also im April 2025 hatten wir unser Allzeitlow. Seitdem bis zum 17. November hatten wir unser Higher Low. Perfekt wieder in einem V&A. Und seitdem haben wir zwei Micro Higher Lows hinzugefügt. Das eine vom 17. November bis zum 31. Dezember. Hier auch wieder. Ich meine, okay, Beyond war beim 21. November. Das ist halt der 17. Ist aber schon sehr knapp dran. Wo aber das Higher Low geendet ist, war wieder der 31. Dezember. Okay. Und seitdem haben wir ein kleines Higher Low hinzugefügt. So. Ist dieses Higher Low fertig? Ich habe immer gesagt, meine Zeitlinie war der 12. Jänner bis zum 19. Februar. Am 12. Jänner haben wir meiner Meinung nach, wir können uns das ein bisschen noch näher anschauen, war das T. Das T von dem hier. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt bis zum 19. Februar diesen Blödsinn hier machen. Ich will eigentlich nächste Woche eine Entscheidung sehen. Rauf oder runter. Im Großen und Ganzen, wenn wir uns dieses Higher Low hier anschauen, dann war das hier unser T. Wie ihr wisst, ich halte nichts von doppelten Böden. Das ist für mich kein Landmark. Das wäre dasselbe, als hätten wir nichts gemacht. Aber am Freitag haben wir unser kleines Lower Low gemacht. Perfekt. Somit im Großen und Ganzen, und das ist auch wie an der A. Ja, hier ist unser A-Boden. Somit fertig. Im besten Fall fertig. Es ist schon das zweite Micro Higher Low. Wir sollten jetzt nach oben gehen oder wir sterben nach unten. Ja, was anderes sehe ich derzeit einfach nicht. Auch interessant. Wenn man sich nämlich genau das hier anschaut. Ja, ich werde das jetzt gleich Side by Side zeigen. So, linke Seite ist jetzt. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen sagen, ja. Hier, das ist jetzt. Das hier ist 2024 im November. Wir sind auch von unserem T runtergekommen, haben unser V hier gemacht, haben unser V hier gemacht, haben unser Higher Low gemacht, haben unser Higher Low gemacht. Und wenn man dann hier genau schaut, hatten wir hier eine Zeit, wo wir einfach nur sideways gegangen sind. Hatten wir eine Zeit, wo wir einfach nur sideways gegangen sind. Danach bekommen wir eine große Candle. Jetzt weiß ich nicht genau, ob wir diese noch einmal kriegen werden. Sollten wir das gleiche machen, dann würde das bedeuten, wir bekommen irgendwas sowas. Ne? Irgendwas bei 3,20. Wenn man dem hier folgt, brechen wir nicht über das Peak vom Allzeit High, vom Higher Low. Und danach schießen wir wieder runter. Ich würde mal sagen, irgendwas in der Richtung hier. Machen unser V und schießen nach oben. Das ist das eine. Das zweite ist hier im April 2024. Der ganz große Move von $1 bis zu unseren 154 auf.
Und wenn man hier reinzoomt, kommen wir auch wieder von unserem T, machen ein Low, machen ein großes High Low, großes High Low. Auch hier sind wir relativ sideways gegangen. Mit einem leichten Abtrend sind wir sideways gegangen und auch hier sieht man einen leichten Abtrend. Hatten dann wieder so eine komische Monster-Candle hier. In dem Fall würde die irgendwo Richtung 5, 6 Dollar gehen. Dann einen etwas längeren Pullback und danach kam der ganz große Squeeze. Wir haben also das jetzt schon zweimal gemacht. Ja? Landmark weiß, dass das Einzige, was Fractal weiß mir da irgendwie in den Sinn kommt, wäre A. Ja? Also in dem Fall würden wir hier raufkommen. Hier ist unsere T-Linie, das wäre unser A. Also das hier wäre dann unser A. Und dann würden wir einen 0.5 Pullback machen. Ja, in dem Fall, wenn wir zu 5,83 gehen, das wäre unser 0.5 Pullback. Und es wäre auch ein Breakout-Retest. Lustigerweise. Und dann geht's weiter. Ja. Sache ist halt die, vielleicht auch nicht, mein nicht finanzieller Ratschlag wäre, wenn wir hier raufschießen, aber irgendwie hier hängen bleiben oder man schon ein Pullback sieht, Vorsicht, wir könnten wirklich wieder hier runterkommen. Dasselbe zählt für das hier. Ja. Weil, wenn man sich allerdings die Squeezes anschaut, sie sollten sehr schnell nach oben gehen. Also wenn irgendetwas uns hier stoppt, seid gewarnt. Ihr habt diese zwei Beispiele gesehen. Für Levels. Ja, also für Levels, wenn wir also nächste Woche, über 1,15 gehen, bullish. Über 1,33 mega bullish. Über 1,68 glaube ich, werden wir nicht einmal mehr sehen, weil wir schon im Squeeze sind. Sollten wir runtergehen, solange wir $1 nicht berühren oder brechen, dann machen wir halt die restliche Woche noch immer diesen depperten nichtstuenden Pullback. Sollten wir bei $1 brechen, dann wird es wirklich mega bearish. Sehe ich noch nicht, aber schauen wir mal. Trotz alledem schaut FFI fertig aus. Komplett. Ich persönlich, ich habe keine Landmark mehr. Habe ich keine mehr. Ja? Also schauen wir mal. Okay. Nächstes Beyond. Bad Bath & Beyond. Hier habe ich leider noch immer zwei Varianten, eine bullische und eine bärische. Wir sind leider noch nicht so weit, wo ich die eine von den beiden ausschließen könnte. Im Kurzen und Ganzen 2020 war unser Wie, dann unser großer Squeeze. Auch hier muss ich sagen, der Squeeze von Bad Bath & Beyond war bevor AMC und GME gesqueezed sind. Und wenn AMC und GME gesqueezed sind, war Bad Bath & Beyond schon in seinem Pull. Nein, stimmt nicht. Es war schon nach seinem Peak. Hier. Die Sache ist, auch hier bin ich der Meinung, wenn wir noch immer AMC und GME tracken, dass sie jetzt im ersten Quartal marschieren, ich glaube nicht, dass wir so schnell im Bad Bath & Beyond sind. Also in dem Bezug, wenn AMC und GME nicht bis nächstes Jahr brauchen, dann ist diese Synchronisation derzeit, glaube ich, weg. Ja. Auch hier, wir haben hier unser Lower High gemacht, unser M, was unser nächstes B sein wird, irgendwas bei 36 bis 40. Dann runtergeknallt zu unserem T, was unser nächstes A sein sollte, irgendwas bei 20 bis 15. Und dann zu unserem V. Ich fange hier mit der bärischen Variante an, weil es einfach schneller geht. Das bedeutet, das war nicht unser V, das war nicht unser High Low, das war einfach nur unser T. In dem Fall
müssen wir jetzt dann wirklich anfangen, hier runter zu knallen. Wir brauchen ein neues Allzeitlow, dann machen wir Higher Low und dann gehen wir. Ja? Sehe ich noch nicht, weil es schaut derzeit einfach gut aus, aber als Alternative. Für die bullische Alternative ist das hier unser Higher Low. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. So, dieses Higher Low hat im April 2025 gestartet, wurde beendet auch am 31. Dezember. Einzige Sache ist, es wäre schöner gewesen, wenn das am 21. November beendet worden wäre. Ist es aber nicht, weil wir hier wieder lower geworden sind. Somit, ja, okay. Also hier kann es einfach wirklich nur Zufall sein. Ja. Aber es war in einem perfekten V&A. Schön. Und seitdem sind wir im Ausbruch. Jetzt das Knifflige. Sache ist die. Okay, wir haben unser Higher Low fertig. Somit unser nächstes Ziel ist A. Ja, irgendwo hier oben. Die Sache ist nur, ich könnte noch sehen, dass wir jetzt wie viele andere auch noch ein Micro Higher Low dran setzen. In dem Fall wäre das schon unser Peak. Wir würden jetzt ein Low High machen, eine Midpoint, ein T und dann ein V&A bei 5,89. Ja. Muss nicht so lange dauern. Einfach nur, um es zu zeigen. Das wäre dann hier L, M, T. Ja. Weil die anderen haben es halt auch gemacht. Bad Performance muss es nicht unbedingt auch so machen. Ja. Somit für Levels sollten wir 8,59 brechen. Bullish. Alles über 79, vergesst die Alternativen, wir gehen nach oben. Sollten wir unter 6,42 brechen, dann werden wir dieses V&A hier machen bei 5,90. Sollten wir da auch durchbrechen und sollten wir 5,40 brechen, dann kommt die bärische Alternative, die ich euch gezeigt habe. Wir machen ein neues Allzeitlow. Jetzt sei noch dazu gesagt, das hier könnte ganz easy schon das hier sein. Also in März 2020. Ja? Und in dem Fall sind wir auf diesem Move hier. Ja? Und wie ihr so wunderschön seht, nach dem Higher Low kam eigentlich kein Micro Higher Low. Wir sollten also langsam echt schön marschieren. Bin gespannt. Derzeit, ich habe eine kleine Position. Schau mal, ob ich richtig liege. Okay. Nächstes aber. Hier sei dazu gesagt, es ist wirklich ein 100%iges Swissplay. Weil für den Fall für Sava, ich werde es jetzt gleich erklären, aber es gibt nur zwei Varianten. Es gibt die extrem bullische und das ist eine Geldmaschine. Und es gibt die extrem bärische. Und das Problem bei beiden ist, ihr werdet, außer ihr habt Aktien, aber mit Optionen, sage ich euch, wenn es bullisch ist, kommt sie nicht mehr rein. Wenn es bärisch ist, kommt sie nicht raus. Deswegen 100%iges Swissplay. Warum schauen wir uns das generell einfach nur an? Weil diese Aktie immer dasselbe macht. Es macht einen Peak, es knallt nach unten, marschiert sideways, Gap fällt. Es macht einen Peak, knallt nach unten, geht sideways, macht einen Gap Fill. Es macht einen Peak, macht einen Gap nach unten, sideways, Gap Fill. Immer dasselbe. Und das jetzige Fractal ist halt wie Higher Low A, B, C, Low High, Midpoint, T, gapt nach unten. Das hier ist die Gap. Ja, die endet mit $25. Machen unser W, perfektes V&A. Wir haben ein Higher Low gemacht, was man auch als Sideways bezeichnen kann. Also im besten Fall kommt jetzt der Gap Fill.
Ich fange mit der bärischen Variante an. Im schlechtesten Fall sind wir jetzt gerade hier, Dezember 2018. Wir würden nach unten knallen, neues Allzeitlow. Deswegen sage ich, ihr werdet jetzt nicht mehr rauskommen, weil die Option Chain ist jetzt tot, klarerweise. Ihr kommt also nicht mehr raus. Und das nächste Problem ist, das hier wären die nächsten 6 Monate bis Juni, Juli meiner Meinung nach. Dann haben wir wieder die Möglichkeit zu gapfillen, wenn es die bärische ist. Wenn es die bullische Variante ist, well, dann haben wir jetzt gerade unser Halo ready to go. Und es sei noch dazu gesagt, diese extremen Runs sind immer Freitag Pre-Market, Freitag After Hours oder Montag Pre-Market. So, Freitag war nichts. Nächste Chance ist Dienstag, weil Montag ist ja zu. Jetzt schauen wir uns hier das hier noch näher an. So. Im April 2025, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, irrsinnig viele Aktien hatten im April dieses Jahr ihr Low. Viele. Okay, seitdem bis zum 31. Dezember wieder war dieses High-Low fertig. Und danach haben wir jetzt unser kleines High-Low dran gehängt. Da zoomen wir jetzt noch schnell hinein. Hier ist unser zweites kleines High-Low. Und jetzt wird es ein bisschen interessant. Also, es gibt hier zwei Varianten. Fangen wir mit der bärischen wieder an. Das bedeutet, das hier war unser kleines A. Das hier ist unser kleines B, kleines C, L, M, D. Aber, wie ihr schon wisst, für das 4 an der A müssen wir unter die Linie. Das bedeutet, diese Linie ist derzeit genau bei $2,02. Was wir nicht erreicht haben. Bedeutet, wenn wir das nicht im Pre-Market machen am Dienstag, dann haben wir die ganze Woche wieder Zeit, um uns um 4 Cent zu schlagen. Ja? Und am Freitag haben wir die nächste Chance. Jetzt gibt es allerdings noch eine absolut bullische Variante dafür und dafür müssen wir auf die 5-minütige gehen. So, wenn man hier nämlich reinzoomt, seht ihr diesen weißen Punkt hier? Hier? Das bedeutet, hier war eine Order. Das bedeutet aber auch, dass danach hier die nächste Order war. Das bedeutet, das hier könnte unser B gewesen sein. Und dann wäre das hier unser A. Warum? Weil vom Allzeitlow bis hinauf ist der Pullback vom A 1,5. Somit das passt schon. Aber wenn wir jetzt vom Boden von A zu unserem B raufgehen, dann ist der Pullback auch 1,5. Und das passt auch perfekt. In dem Fall wäre das unser B, was man eigentlich überhaupt nicht sieht, weil es so klein ist. Das bedeutet, das war unser V&A. Und in dem Fall, weil wir unser M und unser T am Freitag beendet haben und hier gebounced sind, könnte das unser V sein. Könnte. Für Levels. So. Gibt es eigentlich nicht viele? Sollten wir. Ich meine, okay, wenn wir Gap füllen, dann schießen wir nach oben. Ja? Aber alles über 2,28 ist bullish. Ja? Alles über 2,62 und es gibt keine Alternative mehr. Ende der Geschichte. Sollten wir unter $2,02 fallen, dann machen wir das wie mit $2,01. Das hilft halt nicht. Ja. Das Einzige, was ich sagen kann, sollten wir unter 1,96 brechen, wird scheiße. Ja, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hinunterfallen,
extrem kacke. Ja. Eins sei noch dazu gesagt, mein Timeframe war ja vom 9. Jänner bis zum 20. Jänner. 20. Jänner ist nächsten Dienstag. Wird spannend. Also, entweder wir knallen nach oben oder nach unten am Dienstag. Schauen wir mal. Wird lustig. Ich bin echt gespannt, was diese Aktie macht. Sie schaut verdammt gut aus. Schauen wir mal. Okay. Na, dann sprechen wir endlich in AMC. Hm? So, für AMC habe ich heute für euch eine bullische Version, natürlich eine bärische und eine absolut katastrophale und was Interessantes. Okay? Heute nur zur ganzen Erklärung wieder. Also wir sind in einem Megaphone-Pattern, was auch bedeutet, unser nächstes Allzeithoch sollte irgendwas im Juni bei 875 liegen. Ja. Deswegen sei auch gleich dazu gesagt, ich bin einer von denjenigen, die sagen, es wird zu 95% ein Zwei-Part-Squeeze sein. Warum? Weil wir 2020 wiederholen. Damals war es ein Zwei-Part-Squeeze. Es wird jetzt auch ein Zwei-Part-Squeeze sein. Es gibt allerdings eine Variante für einen Ein-Part-Squeeze. Der wird euch aber nicht gefallen. Zeige ich am Schluss. Bedeutet, wohin wird uns der erste Part bringen? Dasselbe wie in 2021. Ja. Wir hatten hier unser V, sind nach oben geknallt und haben einen Breakout-Retest gemacht. Dasselbe geht hier. Wir werden nach oben knallen, werden einen Breakout-Retest machen. Was wir auch gemacht haben in 2022 von unserem V zu unserem Top, der Pullback war eine perfekte 0,618 FIB-Variante. So, wenn wir das jetzt von hier unten machen, nach hier oben im Jänner, dann ist irgendwas zwischen 150 und 131 unser nächstes A. Pullback Target ist dann $8. Dann blöd sideways und dann nach oben im Juni ungefähr. Wie auch in 2021 KMB Pullback haben wir hier auch nicht gemacht. Einfach nach oben. Zu der anderen Frage, die ja davor immer aufgekommen ist, werden wir vom Boden squeezen? Ich glaube, das ist jetzt schon beantwortet. Nein. Ich habe das vorher auch immer schon gesagt. Es hat es nie gegeben. Es war immer ein wie Higher Low Run. Wie Higher Low Run. Wie Higher Low Run. Ja? Somit, ich habe euch gewarnt vor den ganzen Vollidioten, die euch gesagt haben, wir werden 100%ig vom Boden squeezen. Sind wir nicht. Nächster Schritt wäre, vielleicht glaubt ihr mir, dass es kein Zwei-Part-Squeeze wird. Kein Ein-Part-Squeeze wird. Vielleicht. So. Nun zu dem Punkt, sind wir fertig oder nicht? Na, dann zoomen wir mal. So, hier. Das sind die einzigen 3 Versionen, die ich derzeit habe. Ja? Bedeutet, wenn das hier am 8. Jänner unser Boden war, dann haben wir unser kleines Higher Low schon gemacht. Perfekt. Wären in unserem V&A auch perfekt. Und von dem Punkt hier gibt es 3 Versionen. Die absolut bullische Version wäre, ab Dienstag marschieren wir nach oben. Ja? Irgendwas in die Richtung 1,87. Das wäre unser B. Dann machen wir einen 0,5 Pullback. Dann gehen wir rauf zu unserem kleinen C, was auch unser mittleres A ist. Dieses A sollte aber meiner Meinung nach nicht über $2 drüber gehen. Dann nehmen wir unsere 0,5 von unserem Allzeitlow zu dem Peak, machen einen 0,5 Pullback und dieser Punkt hier ist der letzte Punkt zum Kaufen vorm Squeeze. Das wäre Version Nummer 1. Version Nummer 2. Das war nicht unser V und nicht unser V&A. Und das kleine Peak, was wir am Freitag gemacht haben, war unser T. Das hätte irrsinnig leicht eliminiert werden können,
wenn wir nur über 1,68 drüber gekommen wären, weil das T kann nicht höher sein als das M. Sind wir nicht. Somit, wir sind draufgegangen, wir waren 1 Cent weg. 1 Cent. Ja. Könnte schon ein Vorzeichen sein, aber wurscht. Wenn das jetzt aber unser T war, ja, dann müssen wir noch immer runter zu 1,51. Unser altes Level fürs letzte Mal kaufen. Bedeutet, wir würden hier runtergehen, würden aber hier bouncen. Also es muss nicht direkt bei 1,51 bouncen, aber irgendetwas, sagen wir, bis 1,48. Ja? Irgendwo in dem Bereich sollten wir bouncen. Und dann folgt wieder Variante 1. Ja? Rauf zu unserem B, Pullback, rauf zu unserem A, 0,5, Pullback, Squeeze. Das wären die zwei Bullish-Varianten. Die bärische Variante, das hier, ist einfach nur ein Bounce, weil wir 2 Wochen runtergefallen sind. Bedeutet, wir werden ein neues Low machen. Ja? Ich gehe davon aus, irgendwas bei 1,30, 1,27. Ich habe auch eine Ahnung, warum. Kommt auch gleich. Aber nach dem, das sollte auch am Dienstag starten, wenn wir das machen. Wieder ein Higher Low, wieder ein A, wieder ein 0,5 und dann. Das dauert einfach länger, leider. Ja? Zu was ich mehr tendiere? Ich muss sagen, ich tendiere am wahrscheinlichsten zu Version 2. Das bedeutet, bis nächsten Freitag gehen es nach unten, aber kein neues Allzeitlow. Und zur Version 3. Die sehe ich noch nicht, aber also für mich wäre Version 2 am wahrscheinlichsten, 3 mittelmäßig und 1 wäre am unwahrscheinlichsten. Einfach nur wegen den Price Movements derzeit. Jetzt die Sache, warum? So, die Sache warum ist die. Hier haben wir einen Combo-Chart. Ja? Was ist Combo-Chart? Das ist einfach, der ganze Chart ist AMC plus GameStop. Ich sage auch dazu gleich, das ist nicht meine Idee, sondern die Idee von einem Kollegen namens Brew von mir, weil ich nehme nicht Ideen und verkaufe sie als meine eigene. Ja? Aber ich habe es mir angeschaut, er schaut recht interessant aus. Ja? Also das hier ist einfach nur AMC plus GameStop. Ja? Sieht man auch hier, wunderschön, 22,69. Das ist einfach AMC plus GameStop. Ja? Und GameStop hat eine höhere Gewichtung. Hier, weil es der größere Stock ist. Für dieses Fractal ist das Interessante, dass das Ganze hier, also von 2020 bis 2024, einfach nur ein Higher Low ist. Es ist kein Lower Low, es ist ein Higher Low. Und von 2024 bis heute ist einfach nur das Micro Higher Low. Was auch interessant ist, weil man kann jetzt ganz locker sagen, das hier ist AMC. Und das schaut eher aus wie GameStop. Ja? Wenn man die Charts übereinander legt. Was aber interessant ist, das hier ist wirklich AMC. Kennt man ja von 2020. Mit einem feinen Unterschied. Es hat ein Higher Low gemacht und noch ein Higher Low. Kein Lower Low. Fractal-mäßig ist das ein Traum. Ja? Wie Higher Low, Micro Higher Low, Run. Ja? Dann dasselbe gemacht mit A, Pullback, kein B und einfach rauf. Jetzt zu der Version, wo GameStop mehr präsent ist. Weil das ist der eindeutige Move von GameStop. Ja? C knallt hinunter, macht noch einmal einen Squeeze.
und ist ein Lower Peak. Dann unser großes M runter zu unserem großen T. Mit dem Unterschied, weil ja alle davon reden, dass GameStop jetzt gerade ein Higher Low gemacht hat, im Combined Chart ist es ein Lower Low, wie es auch eigentlich sein sollte. Ne? Und wenn man sich das auch so anschaut, unser M startet hier. Und unser M ist auch erst hier beendet, weil erst hier haben wir ein Lower Low zu dem hier gemacht. Das bedeutet, wir können unser T hier nirgends hingeben. Null. Es kann nur hier sein. So, kleine Rechenaufgabe. Ja? Wenn unser Ziel also für den Combine Chart bei 19,3 liegt, ja, bedeutet das, dieser Wert berechnet sich ja aus GameStop plus AMC. Das bedeutet, wir haben 19,3 weniger. Meiner Meinung nach, ich werde das jetzt bei GameStop auch gleich sagen, 17,5 weniger AMC. Ja? Was wäre also dann das Level von AMC? Ja? Wolltest du das ausrechnen oder soll ich? Ihr werdet überrascht sein, weil das bedeutet, es wäre 1,52. Ja? Also 1,52 plus 17,5 ist 19,3. Ja? Bedeutet, AMC muss hier bouncen, GameStop muss hier runterneifen. Nur um den Combine Chart perfekt zu machen. Das wäre der Punkt. Deswegen bin ich auch so überzeugt, dass GameStop jetzt neifen wird. Und auch deswegen bin ich so überzeugt, dass... Kleinen Moment. Dass wir hier noch dieses Wie hier machen werden. Ja. Noch eine Sache. Weil das hört sich so viel an. Ja. Und wie kann GameStop zu 17,5 runterknallen und AMC stirbt nicht? Ja. Von dem Punkt jetzt bis zu 17,5 zum Beispiel. Das sind 16%. Ja. Wenn es AMC auch runterknallen müsste, so sagen wir irgendwo hier, das sind schon 8%. Ich sag's nur. Das hört sich so viel an. Ist es aber nicht. Ja? Selbst wenn wir jetzt sagen würden, AMC würde 16% runterknallen, okay, ich meine, das wäre unser neues Allzeitlow. Aber das ist nicht so viel. Ja? Und ihr könnt es mir nicht sagen, wir haben das noch nie gesehen, dass GameStop 16% runtergeknallt, aber AMC nur 8%. Die zwei sind komplett in unterschiedlichen Sphären. Was für GameStop ein 16% mehrere Dollar runterknallt, sind für das AMC einfach nur ein paar Cent oder vielleicht $1. Es ist nicht so schlimm. Deswegen ist Version 2 für mich Hauptversion. Ja. Kann mich irren. Wir werden es nächste Woche meiner Meinung nach sehen. Schauen wir mal. Das letzte noch. Die absolut bärische Variante. Wegen dem One-Part-Squeeze. Ja. Für mich persönlich ist es wirklich nur eine persönliche Sache. Die einzige Chance, um einen One-Part-Squeeze zu bekommen, würde bedeuten, dass das hier, das Mai 2024, unser M war. Bedeutet, wir haben noch kein T. Bedeutet, unser nächster One-Part-Squeeze, weil es wäre ein One-Part-Squeeze, würde hier nach oben knallen. Aber diese Linie werden wir nicht brechen. Das ist ein One-Part-Squeeze. Für mich persönlich. Das wäre unser T. Wir knallen wieder nach unten. Neues Low. Higher Low. Und dann gehen wir.
Und in dem Fall sage ich euch zu 100%, das ist 2027. Nicht früher. Keine Chance. Ja, wenn wir den Blödsinn machen. Ich sehe es nicht. Es würde so einige meiner Regeln brechen. Aber wenn wir hier raufkommen und rejecten, vorsichtig. Ja, kein Financial Advice, aber vorsichtig. Ja, aber das meine ich immer mit, wenn sich Leute einen Wombat Squeeze wünschen. Weil wann hatten wir einen Wombat Squeeze? Wir hatten einen Wombat Squeeze in 2025. Wir hatten einen Wombat Squeeze in 2024. Beide wollen wir jetzt nicht haben. Wir wollen einen Two-Part Squeeze haben, weil wir wollen 2021 haben. Weil das bringt uns hier nach oben. Ein Part Squeeze bedeutet, dieses Jahr ist Maximum $10. Ich sag's nur. Ja? Okay, dann letztes GameStop. So, dazu eine klitzekleine Story, oder vielleicht ist euch das auch passiert, weil ich einen halben Herzinfarkt heute bekommen habe. Weil mein Main-Tracking besteht ja daraus, dass vom IPO bis April 2020 das unser Higher Low ist. Und unser Run in 2021 einfach nur unser A-Peak ist. So, wenn ihr jetzt hier unten rechts bei TradingView das Adjusted abdreht, dann werdet ihr plötzlich sehen, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, weil das hier ist eindeutig ein Lower Low. Zudem. Und ich habe bei einem anderen Chart, weil ich gerne alles immer von neu mache, das gemacht und habe mir gedacht, was zum Fick passiert hier gerade? Ist mein Tracking falsch? Weil, wenn man sich das so anschaut, wäre das hier unser T und das wäre unser Higher Low. Und das wäre irrsinnig übel. Weil das bedeutet, ihr wisst ja, Higher Low endet in einem V under A. Und das würde bedeuten, wir müssen hier runter zu $2. Ja? Deswegen, ich habe mal kurz Panik bekommen und habe dann noch gegoogelt. Ja? Und Leute gefragt, was zeigt das euch an und so weiter. Und es ist eindeutig, 2003 war das Low bei 63 Cent und 2020 war es bei 64 Cent. Also, und ich habe das von mehreren Datenseiten abgeglichen. Das ist ein Higher Low. Okay, so alles okay. Bedeutet, das hier war einfach nur unser A. A endet in einem 0.5 Pullback. Der ist hier. Wir sind nah genug rangekommen. Ja, perfekt. Sind gebounced. Das seit 2024 bis heute ist einfach nur Higher Low. Wann auch immer das fertig ist, unser nächstes Ziel ist B. Und meiner Meinung nach liegt das auf dieser Trendlinie. Also irgendwas zwischen 300 und 400. Wir könnten ein bisschen drüber brechen, aber nichts von 5000 und den ganzen Schwachsinn. Nein. Wie würde das danach ausschauen? Also wir nehmen hier unseren Boden von A, sagen wir, unser Squeeze-Ziel ist 439, dann schießen wir hier nach oben. Unser Pullback-Target ist die 0.5 bei 66 und dann geht es erst drauf zu C. Ja. Aber wie gesagt, A hat jetzt schon mehrere Jahre gedauert. Ich kann euch sagen, ich nehme an, der B-Pullback wird auch einige Jahre dauern. Ja. Also interessiert es dann wahrscheinlich niemanden mehr. Ja. Bevor wir hier reingehen, die einzige Alternative, die bärische Alternative wäre, dass dieser A-Pullback hier noch nicht fertig ist und der Peak in 2024 unser M war, unser Mittelpunkt, bedeutet, wir müssen jetzt noch hier runterfallen unter das Low von 2024, dann wieder rauf, unser T
und dann erst zum Point 5. Higher Low und dann gehen wir. Auch dazu sei gesagt, das wäre hundertprozentig nicht dieses Jahr, vielleicht sogar nicht nächstes Jahr. Das ist die einzige wirkliche bearische Alternative, die ich für GameStop habe. Sehe ich noch nicht, aber wenn wir hier weiter runterknallen, also ich sage euch, wenn wir unter 13,55 fallen, ist das die Alternative. Ja. So, jetzt schauen wir uns an, sind wir schon fertig oder nicht. So, falls ihr ja vorher zugeschaut habt, beim Combine Chart bei AMC, habe ich euch ja gezeigt, hier, schönes M, gleicher Move wie am Combine Chart. Nur mit dem Unterschied, dass das hier kein Higher Low ist, sondern ein Lower Low. Ist interessant. Ja? Hier habe ich trotzdem eine bullische Version, eine bärische Version. Ja? Für die bullische Version ist, das ist ein Higher Low. Unser T endet in einem Lower Low, hier Higher Low, bedeutet aber auch, ab nächsten Dienstag sollten wir Upside sehen. Ja? Wie wird diese Upside ausschauen? Ja, ich glaube nicht, dass wir 30 brechen, sondern das wäre unser A. Dann machen wir einen Pullback Breaker Retest. In dem Punkt ist AMC auch fertig mit was auch immer es macht und wir können beide marschieren. Was dazu vielleicht auch noch ein bisschen beiträgt, ist, wenn man sich die Datums wieder anschaut, weil hier 21. November, hallo, 31. Dezember. So, vielleicht. Okay. Für die bärische Alternative, die ich ja, wie ich vorher gezeigt habe, wegen dem Combo-Chart immer noch mehr dazu tendiere, ist, dieses T ist nicht fertig und das ist kein Higher Low, sondern das ist einfach nur das T von diesem Fractal hier. Ja? Und wir wissen alle, dieses T muss niedriger, wo es angefangen hat, also wir müssen unter 1961. Und ich bin der Meinung, wenn wir das machen, werden wir zu meinem Ziel von 1758 gehen. Dann ein kleines Hallo. Dann marschieren wir. Ne? Kann mich irren. Ich bin auch zufrieden mit irgendetwas von dem hier. Ja? Wenn wir allerdings, und das sei auch dazu gesagt, wenn wir irgendwo hier stoppen bei 18, ja? Beim Combo-Chart, der muss passen. Ja? Also wenn GameStop nicht so weit runterfällt, muss AMC weiter runterfallen, weil sonst geht die Rechnung nicht mehr auf. Ich sag's nur, was man sich so wünscht. Ne? Ja, eigentlich war's das. Im Großen und Allen, AMC und GME, wir sollten ab Dienstag unsere Antwort bekommen. Ja? Ich glaube nicht, dass wir so langsam weitermarschieren. Ja, schauen wir mal. Okay, wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Das Erklärvideo kommt hier, Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mir ein Abo. Schauen wir, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.